Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf. So dreist pumpen Täter illegal Benzin von privaten PKWs ab. Die Täter gehen in der Regel so vor, dass sie entweder ganze Benzinkanister stehlen, zum Beispiel von LKWs, oder aber auch Tanks aufbrechen und das Benzin direkt aus PKWs oder LKWs abpumpen. Erschreckend, fürchterlich. Ich denke mal, bei den steigenden Benzinpreisen ist hier das Thema halt immer aktueller. Wenn ich in einem Monat nichts mehr zur Verfügung habe und ich muss aber von A nach B kommen, weil ich vielleicht zum Job muss oder wie auch immer, steigt dann halt auch das Illegale. Ist für mich eigentlich logisch. Alles, was man stiehlt, das ist nicht gut, denke ich. Egal ob Benzin oder Geld oder Essen oder was auch immer. Ob Einzeltäter oder kriminelle Banden, der dreiste Betrug verursacht hohe finanzielle Schäden bei den Opfern. Diese Täter pumpen auf einem Firmengelände literweise Diesel von LKWs ab. Verlust mehrere tausend Euro. Wenn Kraftstoff aus PKWs gestohlen wird, dann erfolgt das in der Regel dadurch, dass der Tank zuvor gewaltsam aufgebrochen wird oder aber auch aufgestochen wird und dann entsprechend der Tank leer gepumpt wird. Die PKWs, die angegangen werden von den unbekannten Tätern, stehen in solchen Bereichen, die nicht gut überwacht sind und wo natürlich auch das Entdeckungsrisiko für die Täter gering ist. Laut LKA werde der geklaute Sprit in der Regel weiterverkauft oder zum Eigenbedarf genutzt. Erschreckend sei, wie schnell und rasant die Fälle von Benzinklau im Vergleich zu den Vorjahren steigen. Das heißt, wir sprechen jetzt aktuell nahezu von einer Verdopplung. Und die Fallzahlen stellen sich folgendermaßen dar, dass wir monatlich Fälle haben im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich. Und im März hat es sogar einen Ausschlag gegeben. Da waren die Fallzahlen im niedrigen dreistelligen Bereich. Spritpreise auf Rekordniveau. Damit steigt auch die Kriminalität und die Sorge vieler Autofahrer. Naja, weil die Benzinpreise ja ständig steigen und alles und die Leute langsam kein Geld mehr haben, um Benzin zu zahlen. Das ist schon krass und zeigt auch, dass da irgendwie was schief läuft, weil in den anderen Ländern, auch in den europäischen, sind die Spritpreise alle günstiger als hier. Schon mal einkaufen gewesen, schon mal tanken gewesen, schon mal ihr Gehaltszettel angeguckt jeden Monat. Ist der mehr geworden? Was soll man dazu sagen? Und den Dieben fallen weitere dreiste Maschen ein. Tanken ohne zu zahlen. Hier die Originalaufnahmen einer Überwachungskamera. Der Täter tankt voll, tut so, als würde er bezahlen, geht um das Auto herum und macht sich dann aus dem Staub. Der Betrug fällt erst auf, wenn der nächste Kunde bezahlen will. Überwachungskameras und Polizeikontrollen sind Wege, um Kriminellen auf die Schliche zu kommen. Diese Beamten finden verdächtiges Werkzeug im Kofferraum dieses PKWs, inklusive leerer Kanister. Kraftstoffklau ist kein Kavaliersdelikt. Beim Kraftstoffdiebstahl handelt es sich um einen besonders schweren Fall des Diebstahls. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, aber das kann auch bedeuten, dass es eine Strafe gibt von 3 Monaten bis zu 10 Jahren. Fest steht, der dreiste Benzinklau hat mehrere Gesichter und die Tendenz ist steigend. Und bei uns ist dazu live im Studio Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen. Hallo. Schönen guten Abend. Jetzt haben wir gesehen, es sind nicht nur Lkw betroffen, auch nicht nur Baumaschinen, sondern inzwischen auch private Pkw. Überrascht Sie das? Ja, wir müssen leider erstmal festhalten, dass wenn der Preis für ein Alltagsgut wie Benzin oder Diesel ja nun mal steigt, dann steigen leider statistisch auch die Diebstähle dazu. Und ja, es ist vor allen Dingen ein Phänomen, was bei Lkw auftaucht, die an Raststätten abgestellt sind oder bei Baumaschinen. Aber wir sehen das auch, dass das bei privaten Pkw vorkommt. Es ist allerdings kein Massenphänomen. Also man braucht jetzt nicht grundsätzlich Angst haben, dass einem selbst das übermorgen auch passiert. Aber es passiert eben. Auch eine Kollegin hier bei den Ratgebern, der wurde der Inhalt ihres Tanks geklaut. Die fährt einen Ford und hat dann festgestellt, gewisse Ford-Modelle haben einen Tank, der einfach nicht abschließbar ist.
und dazu noch alte Autos, da ist es ja teilweise auch noch so. Kann man die dann nachrüsten mit irgendwas Abschließbarem? Ja, das ist in der Regel möglich, auch für wenig Geld. Ich sage mal, für unter 100 € bekommt man im Zubehörhandel für sein Auto einen abschließbaren Tankdeckel. Den kann ich dann einfach aufschrauben bzw. dann abschließen mit einem Schlüssel, den es dazu gibt. Es gibt mittlerweile auch Systeme, die mit einer Alarmanlage verbaut sind. Da muss ich einfach mal in der Zubehör-Teileliste schauen und dann kann ich das nachrüsten. Wie hoch sind denn die Schäden, die da entstehen bei so einem Benzinklau für Privatleute? Ja, das kommt immer darauf an, wie der Benzin jetzt entwendet wird. Also wenn jetzt nur der Tank leer gepumpt wird, dann ist der Schaden natürlich nur das, was mir an Kraftstoff geklaut wird. Aber wenn jetzt der Tank angebohrt wird und der Kraftstoff abgelassen wird, dann muss ich diesen Tank in der Regel ersetzen. Das können Kosten sein von 700 bis 1.000 €. Und wenn ich jetzt nicht Vollkasko versichert bin, dann bleibe ich leider auf diesem Schaden sitzen. Und wer Vollkasko versichert ist, was bekommt der wieder und was nicht? Ja, der bekommt lediglich den Schaden am Tank ersetzt und die Reparaturkosten. Das Benzin ist allemal weg, das wird einem nicht ersetzt. Und ich muss eben abzüglich der Selbstbeteiligung, wird mir dieser Schaden dann von der Vollkasko ersetzt. Sie haben Alarmanlagen eben schon angesprochen. Auch die Polizei hat uns gesagt, ja, sie empfiehlt schon sogenannte stille Alarmanlagen. Gehen Sie da mit? Ja, also ich muss das System natürlich im Einzelfall angucken, wie empfindlich ist das. Also wenn das jetzt auf jedes Eichhörnchen reagiert, was über mein Auto hüpft, dann hilft mir das im Zweifel auch nicht weiter. Aber das kann natürlich eine Möglichkeit sein, den Tank zu schützen. Wichtig ist aber auch, dass ich das Auto so abstelle, dass es entsprechend sichtbar abgestellt ist, dass es beleuchtet ist, gerade nachts, dass auch die Gefahr für den möglichen Dieb besteht, dass jemand vorbeikommt und das beobachtet. Und stille Alarmanlagen, nur noch kurz zur Erklärung, wie unterscheiden die sich von den üblichen? Ja, die stille Alarmanlage gibt mir eben dann ein Zeichen auf mein Handy, dass sich jemand an meinem Fahrzeug potenziell nähert. Weil die Alarmanlagen, die ja in vielen Autos schon verbaut sind, da muss man ganz ehrlich mittlerweile konstatieren, viele Passanten, die reagieren da überhaupt auch nicht mehr drauf. Und da ist eben die Lösung, dass man dann selber alarmiert wird und im Zweifel aber lieber mal die Polizei rufen, als da auf einen Täter vielleicht zuzugehen. Denn am Ende ist das dieser Klau eben auch nicht wert, sich da in Gefahr zu bringen. Stichwort Benzin und Benzingeld. Teilweise klauen wir uns das ja auch selber, indem wir einfach nicht besonders effizient fahren oder tanken. Ja. Was sind da Ihre Ratschläge in diesen Tagen? Ja, ganz genau. Also natürlich die eigene Fahrweise, die hat einen enormen Einfluss auf den Verbrauch. Also wenn ich vorausschauend fahre, wenn ich rechtzeitig abbremse, nicht zu stark beschleunige, dann kann ich unter Umständen schon mal 2 Liter auf 100 Kilometern sparen. Das macht sich im Portemonnaie bemerkbar. Und dann muss ich natürlich Preise vergleichen. Also wenn ich abends tanke, ist es tendenziell günstiger als morgens. Naja, und wer jetzt an Autobahnraststätten noch tankt, da muss man ganz ehrlich sagen, dem ist auch nicht mehr zu helfen, weil da sind die Preise im Schnitt 10 bis 15 Cent teurer. Warum ist es eigentlich so, dass es abends günstiger ist zu tanken als morgens? Naja, also diese Preisbildung ist schon ziemlich intransparent, aber wir müssen sagen, es ist ein Markt von Angebot und Nachfrage. Und morgens fahren viele zur Arbeit, die müssen noch schnell tanken, dann ist der Preis tendenziell höher als abends, wenn alle, ich sag mal sprichwörtlich vor dem Fernseher sitzen und ich der einzige Kunde bin. Also wichtig zu wissen, auch um welche Uhrzeit man tanken sollte. Vielen Dank, Oliver Reisegeld vom ADAC Hessen-Thüringen. Danke für Ihren Rat. Also, ich fasse den noch mal zusammen zum Thema Benzinklau. Wer sich davor schützen möchte, sollte sein Auto in der Garage parken oder, wer keine hat, an einen einsehbaren Parkplatz stellen. Alarmanlagen, haben wir gerade gehört, können Diebe vertreiben, aber eben nicht jeder Passant nimmt die noch ernst. Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter hat kein Vertrauen mehr darin, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf.